An meine Kindheit kann ich mich kaum erinnern. Also an die früheste Kindheit habe ich echt ganz wenig Erinnerung, aber so der Grundtenor, der war ganz klar, das war total unbeschwert und glücklich und leicht, ja? Leicht und frei. Wenn du mich fragst, ich war total frei als Kind. Ich konnte tun und machen, was ich wollte. Die Eltern waren liebevoll, die Umgebung war sicher. Ja, war eine tolle, ganz tolle Zeit. So bis ich 7 war in etwa, war so der Grundtenor einfach unbeschwert und leicht. Ja? Dann kam die Schule, ja, und die ersten Jahre in der Schule, in der Grundschule, das ging ganz gut. Da konnte ich nämlich gut mitmachen, auch wenn ich die Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Da reichte das einmalige Zuhören. Das ging also für die Grundschule gut und bin dann ins Gymnasium gekommen und da hätte ich mich dann ändern müssen, habe ich aber nicht. Ja, und da ging es dann irgendwann nicht mehr gut und dann kamen auch Fächer dazu, die mir keinen Spaß gemacht haben, so ganze Mathematik, Physik, Chemie und so, das ist einfach, es liegt mir nicht. Ich habe nicht so den Kopf für solche Sachen. Ich kann mir komplexe Sachen schlecht merken. Und alles, was mich nicht interessiert, das geht mir echt auf gut Deutsch am Arsch vorbei. Ja, da kann mich auch keiner dazu bringen, mich da reinzuhängen. Das kann ich nicht. Ja? Das habe ich nie gelernt. Und dann wurde es natürlich schwierig im Gymnasium. Die ersten paar Jahre ging es auch ganz gut. In der 10 bin ich dann hängen geblieben und musste die dann wiederholen. Und dann haben sie mich danach von der Schule entfernt. Weil ich einmal ein anstrengender Kollege war, scheinbar. Ich kann mich da selber kaum dran erinnern. Kackfrech und halt faul bis zum geht nicht mehr. Und weil ich die Leistung nicht gebracht habe. Ich hatte dann in dem Wiederholungsjahr zwar ein gutes Zeugnis, aber dann hat mir der Mathelehrer, das war mein spezieller Freund und ich seiner, der hat mir dann eine 6 gegeben und damit war ich weg von der Schule. Ne? So, dann haben wir aber erstmal nicht aufgegeben, sondern haben dann gedacht, okay, vielleicht geht das besser, wenn der Junge jetzt auf eine Privatschule geht. Dann bin ich auf eine Privatschule gegangen in Düsseldorf eine Zeit lang. Das war die Hallbach-Schule, bekannt in Düsseldorf als das Café Hallbach. Da waren viele Kinder, wohlerzogene Kinder wohlhabender Eltern, die nichts auf die Reihe gekriegt haben, nur Gras geraucht haben den ganzen Tag lang. Ich war einer davon und da wurde noch richtig geschlagen. Ja, da war so einer von den Hauptlehrern, mein Klassenlehrer, der hatte so ein riesen Lineal und hat die Leute damit verkloppt. Ne? Und dann bin ich eines Tages, hat er wieder jemanden verkloppt, da habe ich den angeguckt, habe gesagt, das machen Sie noch einmal. Dann verklage ich Sie, dann sind Sie Ihren Job los für immer und bin aufgestanden, bin raus und am nächsten Tag nicht wieder hingegangen. Da habe ich meinen Eltern gesagt, da gehe ich nie wieder hin, das mache ich nicht. Und die haben mich dann auch nicht gezwungen oder so, sondern haben mich erstmal hängen lassen. Hängen nicht im Sinne von mich hängen lassen, sondern mich aushängen lassen. Und dann habe ich erstmal ein paar Monate lang ausgehangen und habe angefangen, ganz viel zu lesen, Gedichte zu schreiben und so weiter. Und da kam ich so langsam in Fahrt. Da habe ich dann auch angefangen, spirituelle Sachen zu lesen über Zen-Buddhismus und die üblichen Sachen damals. Mitte der 70er Jahre, so 1976, Carlos Castaneda und das Übliche. Und da hat sich dann mein Leben wieder in eine andere Richtung ausgerichtet. Wie alt warst du damals? Da war ich 16. Ich bin 1960 geboren und das war 1976. Ja, die 70er Jahre, Mitte 70er Jahre in Deutschland, die waren ja anstrengend. Ja. Wir hatten Polizeikontrollen überall, die haben uns vor unsere eigene Garage an unserem eigenen Haus an die Wand gestellt mit Maschinengewehren im Rücken und ich hatte einfach von Deutschland total die Nase voll und wollte weg, so weit weg wie möglich. Und mein Plan war folgender, ich hatte diese Bücher von dem Paul Reps gelesen
mit Zen-Geschichten über Zen-Meister. Kommt der Zen-Schüler zum Zen-Meister und fragt ihn, was ist der Sinn des Lebens? Und der Zen-Meister haut ihm mit dem Knüppel eine drüber. Diese ganzen Geschichten hatte ich gelesen. Und da dachte ich, ich werde nach Japan abhauen, sobald ich kann. Sobald ich volljährig bin, gehe da in ein Zen-Kloster und dann wird man mich nie wieder irgendwo sehen. Das war mein Plan. Ist etwas anders gekommen. So, dann irgendwann haben meine Eltern dann gesagt, weißt du Junge, du kannst jetzt aber nicht einfach hier so rumhängen. Monatelang habe ich mich total beschwert und habe gesagt, ich hänge ja nicht hier rum. Guck mal, was ich für Bücher gelesen habe, den ganzen Schrank voller Bücher. Was ich für Gedichte geschrieben habe, den Gedichte gezeigt und so, die waren ziemlich fürchterlich, aber immerhin, ich fand das toll. Ja? Und da haben die gesagt, jetzt muss man ein bisschen was arbeiten. Mein Vater, der war Gartenarchitekt vom Beruf, der hatte einen Geschäftsfreund, der hatte eine Gartenlandschaftsbaufirma, der Herr Kroggel, und den hat er dann angerufen und hat gefragt, ob ich mal da arbeiten könnte. Ich hatte mal in den Osterferien bei dem gejobbt, der kannte mich also schon, hat gesagt, okay, der Junge kann kommen. Und dann habe ich erstmal im Landschaftsgartenbau gearbeitet, Unkraut gezupft, Platten verlegt, Terrassen gebaut und so weiter. Ich merkte aber, das ist nicht so ganz meins. Die Arbeit war schon schön, aber ist nicht ganz meins. Ich wollte biologisches Gemüse anbauen. Das war so mein Traum, das kam ja damals gerade so hoch. Und nach einer Weile habe ich gesehen, da kommt zu einem Vortrag jemand, der hieß Erwen, der damalige Biopapst, zumindest bei uns in Nordrhein-Westfalen in der Ecke, der hatte irgendwo in der Nähe von Remagen am Rhein so eine Versuchsanstalt für Bioanbau, und den habe ich dann bei einem Vortrag in Düsseldorf gesehen. Das war ein ganz verrückter Typ, der war früher Städtebauer gewesen und hat dann irgendwann alles an den Nagel gehängt und hat seinen Bioanbau betrieben. Den habe ich gefragt, ob ich bei ihm lernen könnte. Und da hat er gesagt, das kannst du gerne machen, aber mach erstmal eine konventionelle Gemüsebaulehre, damit du weißt, warum man das nicht machen soll. Und das habe ich dann auch gemacht in Krefeld auf einem Bauernhof. Bin da also mit 17 dann von zu Hause ausgezogen, hatte ein Zimmer in Krefeld und habe da 1,5 Jahre auf einem Bauernhof gewohnt und gearbeitet. Und mit dem Plan, dann eben die Lehre zu Ende zu machen und dann bei dem Erwen in die Lehre zu gehen. Es kam aber mal wieder ganz anders. In meinem Leben kommt immer alles komplett anders, als ich mir das so vorgestellt habe. Und da passierte Folgendes. Wir bekamen Briefe von meinem Bruder, meinem älteren Bruder, dem Martin, der war abgehauen aus Deutschland und war über Land durch die Türkei, durch Griechenland, Afghanistan, damals nach Indien gereist und war in Pune beim damaligen Bhagwan hängen geblieben, der heute als Osho bekannt ist. War dann da eine Zeit lang da, hatte uns von dort aus geschrieben, dass er da ist, aber er würde jetzt nicht hier bleiben, sondern würde noch weiter nach Südindien fahren und wüsste noch nicht, was Sache wäre. Und dann kriegten wir Post aus Colombo, glaube ich, aus Sri Lanka, dass er da gewesen wäre. Und irgendwann auf einmal kriegten wir wieder Briefe aus Pune und meine Eltern waren etwas alarmiert, weil die Presse so schlimm war zu der Zeit über den Bhagwan, dass sie sich Sorgen gemacht haben. Während meiner Gemüsebaulehre, oder vielleicht war das sogar schon vorher, habe ich Yoga-Unterricht bekommen von dem Vater von einem meiner Freunde. Das war ein Inder und den habe ich irgendwann mal gefragt, sagen Sie mal, was ist denn eigentlich mit Ihnen? Sie sind so ruhig, Sie sind so anders als die anderen. Meditieren Sie etwa? Ich wusste gar nicht so recht, was das war. Hatte aber schon den Hesse gelesen, den Siddhartha, und dachte, ja, wahrscheinlich meditiert er. Und da sagte er, ja, das mache ich. Habe ich ihn gefragt, können Sie mir das beibringen? Hat er gesagt, ja, das kann ich, aber dafür gibt es dann mehrere Voraussetzungen. Erste Voraussetzung ist ein geregelter
Lebensablauf. Also immer zur gleichen Zeit aufstehen, zur gleichen Zeit essen, zur gleichen Zeit ins Bett. Keine Drogen, kein Alkohol und keine bösen Gedanken hegen und nicht schlecht über andere sprechen. Wenn du das 3 Monate durchhältst, dann kannst du kommen, dann zeige ich dir das. Dachte ich, okay, das mache ich jetzt. Habe das gesagt, getan, gemacht und dann kam ich dann irgendwann wieder zu ihm und habe gesagt, so, ich habe es gemacht, was machen wir jetzt? Und da hat er mir Raja Yoga gezeigt. Und damit habe ich angefangen, das habe ich dann auch so, ich glaube, 1,5 Jahre in etwa durchgezogen. Meine erste Erfahrung mit Meditation oder meditativen Therapien hatte ich schon als 15-Jähriger, wie das schwierig wurde in der Schule, haben mich meine Eltern zu einem Wuppertaler Psychologen gebracht. Der hieß Rute, der hatte ein Buch geschrieben, das hieß Stress muss sein. Ja, weil die dachten, der Junge ist ausgestresst, mal gucken, vielleicht kann der Stress muss sein Typ dem helfen. Und der hatte mir damals autogenes Training beigebracht. Ja, das habe ich auch gemacht, das mache ich auch heute noch. Also ich hatte schon so ein bisschen Erfahrung in die Richtung und da machte mir das total Spaß, das Raja-Yoga zu lernen, auf den Atem zu achten, so von innen aufs dritte Auge zu gucken und zu meditieren. Und nach so 1,5 Jahren dachte ich, ich sei wahnsinnig spirituell und gefestigt und mich könnte kein Windstoß durcheinander bringen. Da habe ich dann mit meinen Eltern beratschlagt, was wir jetzt tun, was wir mit meinem Bruder machen. Der war immer schon exzentrisch gewesen, aber eher so ein Einzelgängertyp. Ja? Und dass er auf einmal da in so einer Gruppe, so einer damals eben verrufenen Gruppe gelandet war, das kam uns doch sehr eigenartig vor. Und da haben wir gesagt, ja, dann kannst du ja mal dahin fahren und guckst mal, ob der okay ist, ob es dem gut geht oder ob der durchgedreht ist. Und wenn er durchgedreht ist, dann guckst du, dass du ihn dazu bewegen kannst, dass er wieder mit nach Hause kommt. Und wenn nicht, dann ist gut, dann kommst du halt wieder nach Hause und dann lassen wir es gut sein. Ja, und so bin ich dann im März 1979 nach Indien gefahren.